Frau Ministerin, der Oberstleutnant Elbertshagen ist der Kommandeur des Jägerbataillons 292 und der wird im Dienst im Mali sein, der Chef des Stabes, der geführt wird durch den Kontingentführer, den Herrn Oberst Weigel. Einen schönen guten Tag erstmal an Sie alle. Wann geht's los? Aber wenn Sie Lust haben wollen, dann Der Oberstleutnant Schafer wird Sie gleich noch einweisen, aber einige Worte zum Götzen. Die Herren Abgeordneten, das wäre so ein Bereich, wo man, glaube ich, ganz gut steht und sieht in dem Bereich. Frau Ministerin, Sie sind angekommen im Herzstück des Gefechtsübungszentrums, der einzig neu gebauten Kaserne nach der Wende, hier auf dem Übungsplatz Altmark, und das ist unser Bezug in die Region, deswegen heißt es auch die Altmark-Kaserne. Das sind die Übungsträger Altengravo, Lenin und Klies, aber auch Munster, wo sie hergekommen sind, Bergen und Celle. Das gibt die Möglichkeit, im Verbund auch taktisch zweckmäßig zu üben. Ich erinnere hier nur an Elbeübergang, den Anmarsch per Bahn oder per Rad, um so auch in größeren Einheiten und Strukturen Ausbildung und Übung betreiben. Eine interessante Sache sehen Sie hier noch in der Ecke des Raumes. Das ist ein Generator, der Effekte generiert für die Truppe, wenn sie übt. Das heißt, dort können durch Rauch- und Lichtblitzeffekte kann dort eine Beschädigung des Raumes dann simuliert werden. Jeder Arbeiter, jeder Operator kann sich das einstellen, wie er es möchte, mit den unterschiedlichen Größen, mit den Symbolen. Was Sie hier beispielsweise sehen, diese Linien, das sind die LOCs, also wichtige Verbindungswege auf dem Platz. Das ist eine Karte, die ist drüber gelegt. Das kann man sich individuell einstellen, wie man es für das Auswerten benötigt. Und wir haben diesen dicken grauen Kasten, der verbrennt dann nichts anderes als Nebel, um diese Wände darzustellen. Wir bringen ihn aber nur dorthin, wo die Truppe ihn hingeschossen hat in der virtuellen Realität. Dieses Mastfahrzeug, das ist einer unserer Kameras, von denen der Oberstleutnant Schaper eben gerade sprach. Und das ist unser Auditorium. Das ist zum Beispiel Ausschnitte aus der VGTF, die hier mit Puma aufgeübt haben. Also wir haben diese neuen Fahrzeuge auch in der Simulation. Und zu dem Handwerkzeug, da weist hier der Oberstleutnant Markowski ein, der dieses Jahr im September in seinen Ruhestand geht. Markowski, Leitergruppe Grundlage. Frau Ministerin, ich darf Sie kurz einweisen in unser Ausführungsgerät. Wir haben viel in der Frage gesehen, wie das
Bravo 2, ein Stück, SPG-Schützen, 2 steht im Feuerkampf. Ein 2 getroffen, totes aus, melde mich in Kürze. RPG auf Oberfall. Durch Romeo kommen. Romeo ist unterwegs von Süden Richtung Nord. Hier in circa 2 weit kommen. Der Bravo ist auf meiner Höhe. Verdichte Lagebild. Abo Ende. Berufliche Truppenstärke aus Ostwald, höchstes Bauernfeuer sowie auch RPG. Belastbar. Derzeit keine. Gefechtsbefehl des Kompanies. Verstärkter Einsatzpoint, sichert Anschlagstelle, besten Teile Romeo sowie Bravo, verbricht, verwundete sofort UHLS, schließlich die bei Foxtrot, sichert das Führungsraum, Betrieb. Hier Lima, neue Reserve, auf Befehl, führe durch Gegenstoß. Abseits aber von Hauptverbindungsstraßen, auf denen natürlich dann normaler Verkehr, aber auch darunter halt die nächsten Mikrofone, die wir halt anhören können. Diese Bewegung wäre natürlich halt auch geklärt. Was wir jetzt links sehen, der Hubschrauberlandeplatz, der dort erkundet wird, und das nochmal eben abgegangen, 12 Soldaten. Das den Kurseweg durchführt, das ist der LKW, der sich von links halt annähert. Da sind die Verwundeten drauf, natürlich ohne ärztliche Versorgung, da meistens auch nur Käsi weg. Wenn eine ärztliche Versorgung halt bei einem Transport gewährleistet wird, dann kann das halt in der Fachversorgung halt Medical evakuiert. Eine Minute. Wir sollten aber 5 Meter nach vorne. So, man hört es, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, Der Hubschrauber wird halt über die Stufe weg, dass die Münzen da abgeben. Genau, Münzen einmal ab.
Ja, zunächst, bevor wir zur Zwischenbesprechung des gestellten Bildes der taktischen Aufgabe kommen, Standort im Gelände, befinden wir uns hier auf dem Pfahlberg, Blickrichtung zum Oberleutnant als Zeiger, 5600 südlich der Ortschaft Hottendorf, sowie 4000 südwestlich des urbanen Ballungsraums Schnöckersburg. Norden, jetzt durch den Zeiger im Gelände gezeigt. Wir beginnen jetzt mit der Selbstreflexion, wie angesprochen, zunächst mit dem Blick ins Gelände und die Bewertung der Standortwahl für den Verfügungsraum. Nach dem, was jetzt passiert ist, Frage an den Chef, wie bewerten wir den Standort, den wir hier gewählt haben? Ja, wenn ich mir das Gelände angucke, war meine Standortwahl für den Verfügungsraum unzweckmäßig. Warum? Einmal, weil der Pfahlberg direkt vor der Nase ist, das heißt, weite Beobachtungs- und Wirkungsmöglichkeiten waren nicht gegeben, sowie eine Hauptverbindungsstraße, welche sich von Nord nach Süd quer durch meinen Verfügungsraum durchzieht. Bedeutet für den Feind schnelle Annäherung über die Hauptverbindungsstraße in meinen Verfügungsraum. Was uns dann ja aus dem Verhängnis wurde, der Punkt ist gemacht, welche Möglichkeiten des Geländes bietet es hier für einen möglichen geeigneteren Verfügungsraum? Aus meiner Bewertung Richtung Nordosten, große Freifläche, ist genug Platz für 40 Fahrzeuge und der gesamten Kompanie. Den Punkt nehmen wir mit für den weiteren Ansatz. 12 Sekunden, grüner Haken dran, Lob an den Bediener, das war zügig. Aber wir kommen zur Ausgangslage, schnapp auf. Wir bewegen jetzt von dem Pfahlberg auf direktem Wege nach Schnöckersburg. Hier 03, wir fahren halt zum Gebäude auf dem Platz der Union. Dort wird dann der Oberst Knobi eine Einweisung durchführen in Schnöckersburg. Hier passieren jetzt so einzelne mit Holz verkleidete Poller. Das sind mobile Hindernisse, mit denen entsprechend ein Verteidiger hier Schnöckersburg schnell sperren kann und halt jemand, der dann in die Ortschaft eindringen will, Bergemittel, hier einen Bergepanzer einsetzen muss, um dann diese Straßensperren zu räumen. Dabei mit dem orangen Geländer halt oben, besonders die Radiostation, um auch hier halt Infrastruktur abbilden zu können, die möglicherweise durch reguläre Kräfte halt dann gesichert ist. Und da mittlerweile ist jetzt in 19, 20 und 21 der Bereich ostwärts der Da in dem kleinen Schattenfeld, da haben Sie, glaube ich, den besten Platz. Na, Sie haben alles ausgekundschaftet. Schnöckersburg. Ich hatte Ihnen auf der Folie drin gesagt, dass wir die typischen Elemente einer städtischen Bebauung hier abbilden wollen. Wo sind wir? Dieses hier eingezeichnete Gebäude, das ist das Hochhaus mit den grünen Balkonen. Und deswegen nennen wir das Regierungsviertel oder das Botschaftsgelände. Das steht jetzt wieder in Verbindung mit dem Flugplatz. Der Flugplatz ist dort, wo man das kleine Towergebäude sieht. Und zwischen Towergebäude und dem Waldstück dahinter läuft eine Landebahn von etwa 1600 Meter Breite. Das Besondere an dieser Landebahn ist, sie ist nicht befestigt. Auf Beton und Teer kann jeder landen. Spezialkräfte oder spezialisierte Kräfte sollen dort landen können, wo zum Beispiel deutsche Botschaftsangehörige evakuiert werden müssen. So ist dieser Flugplatz oder Landingstrip zu sehen, zum Beispiel mit diesem Botschaftsgelände. Ganz entscheidend sind natürlich die Hochhäuser dort. Wer
Die Gebirgsjäger sagen, wer die Höhen hat, beherrscht die Täler. Also allein die Sicht in die Straßenschluchten ist natürlich die Voraussetzung, um Freien frühzeitig zu erkennen. Städte sind immer entstanden entlang von Flüssen. Das war der Wegezoll, der Brückenzoll, darüber als erstes die Kneipe und als zweites die prosperierende Landschaft und die Städte drumherum. Auch so ist es hier im Grunde gemacht. Jenseits in dieser Richtung erkennen wir teilweise Auszüge aus der Altstadt. Sie ist aber schwer anzusprechen, weil nach der ersten Häuserreihe habe ich ja keinen Blick mehr. Was verbirgt sich dahinter? Folgerung, Truppe braucht Aufklärungsmittel, sei es die Drohne, da ist Heron und die Folgesysteme eine gute Hilfe, aber wir brauchen ebenengerecht natürlich etwas für den Zugführer, der jetzt über die Straße springen soll. Das ist jetzt zunächst der ganz schnelle Überblick über Schlögersburg und in der Folge schauen wir uns das ein oder andere noch an. Dann gehe ich vor. Hier haben wir die Reflektoren, der Laser trifft auf, meldet jetzt und schießt. Das ist jetzt genau der Punkt, das erste Feuer. Und jetzt wird weiter geschossen. Jetzt haben wir den Nebel geschossen. Haben wir den Nebel auch? Jetzt sieht man. Das ist das kleine Gerät, das man scharfer an. Das ist jetzt der Nebel, der da rauskommt. Der liegt ein bisschen nach oben. Also ich mag das ganz gern sein. Aber wenn ich jetzt einfach raus und in 2 Minuten ist das hier wirklich schön. Ja, Sie haben recht. Also, ich finde ihn aber, ich finde ihn ganz gut. Und jetzt sehen wir natürlich, wie schnell dieses Haus jedem klar macht, Achtung, du hast geschossen und getroffen, oder Achtung, es ist wirklich bewirkt worden. Und innen drinnen wird jetzt dann nur dieser eine kleine Generator, nur dieser kleine Generator, mehr ist es. So, aber der Auslöser ist immer der Schuss. Der Auslöser ist immer der Schuss. Und dann kann gegebenenfalls aus der Zentrale, so wie der Ursula Schaffer gesagt hat, er hat noch nachgeschossen. Aber Kern ist, nur die Waffenwirkung ist indiziert. Jetzt sind wir wieder bei Wirkung. Jetzt Stallfeuer. Unwahrscheinlich viel. Also wenn ich halt sowas am Groß bringe, dann wird das eher ein großer Mülleimer oder Müllhaufen halt sein, oder so, wie ich mal da, da würde das halt werden, ja. Das ist natürlich ein Sprengkraftwerk. Passiert hier. Der Major Hochmuth ist unser Pionierausbilder. Hallo, schönen guten Tag. Wir verlegen hier gerade oder bauen hier gerade eine Sprengfalle, ein IED. Absicht ist jetzt, die Truppe nachher über diesen Weg, hier von der Einsatzpromenade, hier mit einer Marschlinie lang fährt und dann hier durch dieses IED halt angesprengt wird, wenn sie jetzt nicht vorher aufklären. So, was macht? Die ist praktisch jetzt als Überwachung, das sollten sich die Kräfte jetzt schon annähern und hier gewarnt werden, dass die... So, hier, was machen Sie denn sonst, wenn Sie hier keine IEDs verbunden? Ich bin sonst bei der Pioniergruppe in der 3. Kompanie Aufklärungsverband eingesetzt und bin dann meistens dafür verantwortlich, Stau zu errichten, Stau zu räumen und natürlich so aufbauen. So, ihr hört mal auf, jetzt habt ihr einmal die Chance, die Ministerin hautnah zu sehen. Ja, vor allem, wenn man Sie beschreibt, was Sie machen. Außer hier ist eine Einrichtung Gefängniszentrum, eine Technikkompanie als Pionier. Mein Auftrag ist es, Rollen anzulegen oder übergehen zu können. So. Und die Oberschaftsbefehle Lading, bin eingesetzt in der 4. Kompanie in Panzerabwehrzug und bin da Ladenschützer auf der TOB. Also dem kleinen Wiesel, ne? Den kleinen Wiesel, richtig. So, kommt das öfter vor, dass Sie so betriebsfremd eingesetzt werden? Ja.
Ist das schlimm? Nö. Was ist denn das Reizvolle dabei? Flexibilität und vor allem das Spektrum. Ja, nur Gruppengattung übergreifend und der Gewinn, der V, Platz, Man kann dann ja vielleicht auch. Ja, und Wasser wäre nicht schlecht. Ja, erstmal schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die veränderte Sicherheitslage macht es erforderlich, dass wir zusätzliche Aufgaben auch innerhalb der NATO übernehmen. Das haben wir auch zugesagt. Wir werden die NATO mit zusätzlichen Kräften unterstützen. Wir sind ein verlässlicher Partner in diesem Bündnis. Und das heißt dann aber auch, dass die Soldatinnen und Soldaten, die wir beispielsweise nach Litauen an die Ostflanke schicken, bestmöglich ausgebildet sind. Und was ich hier erleben konnte heute im Gefechtsübungszentrum hier in Gardelegen, das zeigt genau eine solche Ausbildung, die fit macht für das, was mich vor Ort erwartet, beispielsweise bei der Verpflichtung in der NATO, aber auch wenn Einsätze verabschiedet werden. Und das ist hier Hightech-Vorbereitung, das ist Vorbereitung auf den Ernstfall, auch unter Stressbedingungen. Und das bereitet natürlich vor auf etwas, was hoffentlich nie passiert, aber es gibt die Grundlage dafür, dann auch mit solchen Situationen zurechtzukommen und zu bestehen. Deswegen, das ist hier eine sehr beeindruckende Ausbildung, die ich heute hier erleben durfte, in den unterschiedlichsten Facetten. Da wird wirklich an jeden Fachbereich auch gedacht und genauso muss es sein. Wir haben die Verpflichtung, die Menschen, die wir in Einsätze schicken, die wir in Verpflichtungen schicken, bestmöglichst auch darauf vorzubereiten. Und hier im Gefechtsübungszentrum entschied genau das und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Angesichts des Ukraine-Krieges ist es denn aus Sicherheitsgründen, wäre es da nicht besser, die Bundeswehr im Land zu belassen, als sie erneut nach Mali zu schicken? Wir haben Verpflichtungen übernommen, internationale Verpflichtungen gegenüber den VN, über das Mandat MINUSMA. Und es ist auch unsere Verpflichtung gegenüber dem Sahel, gegenüber den Menschen im Sahel, im Kampf gegen den Terrorismus, der weiterzuführen ist. In dieser Situation bin ich als Verteidigungsministerin, aber auch den Soldatinnen und Soldaten gegenüber verpflichtet, den bestmöglichsten Schutz gewährleisten zu können. Deswegen ist das veränderte, das neu beschlossene Mandat auch genau so ausgerichtet. Wir werden dafür sorgen, dass entweder der bestmöglichste Schutz, zum Beispiel über Kampfhubschrauber, zur Verfügung steht oder gegebenenfalls auch dieses Mandat beenden. So ist es angelegt und so werden wir es auch genau umsetzen. In Bezug auf EUTM haben wir schon uns entschieden, dass wir die Ausbildung malischer Soldaten nicht mehr weiter fortführen wollen, weil es nicht sein kann, dass Soldaten, die von uns hervorragend ausgebildet werden, dann mit russischen Kräften zusammenkämpfen und gegebenenfalls eben auch an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Das können wir nicht zulassen und deswegen haben wir uns entschieden, diese Ausbildung zu stoppen.